Es war ein Oktobertag, kalt und still, der Wald so ruhig, wie Wälder nur sind, wenn etwas wartet. Der Müller hatte seit dem Morgen Holz geschlagen. Der Boden unter ihm war feucht vom letzten Regen, ein Teppich aus verrottendem Laub, und jedes Mal, wenn das Beil in den Stamm fuhr, kam der Geruch von frisch gespaltenem Holz. Hell und scharf, der einzige klare Geruch in der nassen Herbstluft. Er arbeitete, weil er immer arbeitete, weil die Arbeit das Einzige war, das seit Jahren nicht weniger geworden war. Der Mann kam zwischen den Bäumen hervor, als hätte der Wald ihn schon immer dort stehen gehabt. Dunkler Mantel, ruhiger Gang, das Gesicht freundlich, unerheblich, das Gesicht eines Mannes, der viele Gespräche führt und keines davon im Gedächtnis behält. Er begrüßte den Müller mit einem Nicken und fragte, wie die Mühle laufe. Der Müller antwortete ehrlicher, als er gewollt hatte. Die schlechten Jahre, das gesunkene Wasser, 3 Winter, die nichts übrig ließen. Der Fremde hörte zu. Er unterbrach nicht. Er nickte ab und zu, mit der Geduld von jemandem, der bereits weiß, was er hören wird und es trotzdem zu Ende hören lässt. Dann machte er sein Angebot. Reichtum. Nicht Glück oder eine gute Ernte, echten Reichtum. Die Art, die nicht mit einem Jahr kommt und mit dem nächsten geht. Volle Kisten und Kasten. Sorglosigkeit bis ans Ende seiner Tage. Das alles gegen das, was hinter der Mühle stand. Der Müller legte das Beil ab. Hinter der Mühle stand der Apfelbaum. Ein alter, krummer Baum, die Äste ein wenig zu weit ausholend, der in manchen Jahren gut trug und in anderen fast gar nicht. Er beschattete die Hauswand. Er war eigentlich hinderlich. Es gab keinen besonderen Grund, an ihm zu hängen. Er sagte, ja. Der fremde Mann nickte, ein kurzes, sachliches Nicken, und wandte sich ab. Er ging zwischen den Bäumen hindurch, ohne sich umzudrehen, ohne Eile, als wäre er fertig mit dieser Stelle auf der Welt. Der Müller stand einen Moment in der Stille des Waldes. Dann nahm er sein Beil und ging heim. Die Kisten und Kasten waren voll. Er blieb in der Kellertür stehen und trat nicht ein. Das Mehl, das Salz, das Gelagerte, das gestern noch zur Neige gegangen war. Der Geruch von Fülle, warm und trocken und fremd. Seine Frau trat hinter ihn, und er hörte an ihrem Atem, noch bevor sie sprach, dass etwas nicht stimmte. Ihre Stimme kam dünn heraus. Woher kommt das? Er erzählte vom Mann im Wald, vom Apfelbaum. Es war nur der Apfelbaum, sagte er. Wir können einen anderen pflanzen. Seine Frau legte eine Hand vor den Mund. Über ihr sah er in ihre Augen, und darin stand nicht Schmerz, noch nicht, sondern das erste Begreifen von etwas, das man nicht zurücknehmen konnte. Während du im Wald warst, sagte sie, stand unsere Tochter draußen hinter der Mühle. Sie hat den Hof gefegt. Er sah seine Frau an, dann die Kisten, dann die Tür. Der Geruch von Fülle aus dem Keller, noch da, warm und unveränderlich. Er ging zum Fenster. Der Apfelbaum stand in der Dämmerung, die letzten Äste schwarz gegen den verblassenden Himmel. Ihre Mutter hatte ihn gepflanzt, in dem Jahr, als sie geboren wurde. Das wusste er nicht, daran hatte er nie gedacht. Das Mädchen war drinnen. Sie wusste es nicht. Sie würde es 3 Jahre lang nicht wissen. Das Haus wurde reicher. Das war das Erste, was sich veränderte. Und das Erste, das nicht stimmte. Neue Töpfe hingen in der Küche. Der Vater aß besser als zuvor. Er schlief länger. Er kaufte Dinge, die er früher nicht kaufen konnte, und trug sie heim mit dem Gesicht eines Mannes, der sich für etwas entschuldigt, das er mit einem Geschenk zu begleichen versucht. Einmal legte er einen Tuchlappen auf den Küchentisch, glatt und fein, die Farbe von herbstlichem Laub.
Er sagte nichts dabei. Sie berührte ihn, sah den Vater an. Er sah einen Moment zur Seite. Das war das zweite, das nicht stimmte. Er hatte sie immer angesehen. Sie war sein Kind gewesen, das still in der Küche stand und den Topf rührte und den Hof fegte und die Dinge erledigte, die seit dem Tod ihrer Mutter niemand mehr erledigte. Nie gelobt, nie erwähnt, selbstverständlich wie Wasser. Jetzt sah er an ihr vorbei, wenn er antwortete, die Augen auf dem Tisch, der Wand, der Tür, die nach draußen führte. Nie auf ihr. Sie fragte nicht. Das hatte sie nie gelernt. Was sie stattdessen tat, sie betete. Länger als vorher, abends auf den Knien auf dem Holzboden der kleinen Kammer, die Hände gefaltet, der Kopf gesenkt. Nicht, weil sie wusste, wofür sie betete, weil das Beten das Einzige war, das ihr gehörte. Der Vater konnte die Töpfe füllen und die Kisten und das Schweigen, das zwischen ihnen wuchs wie etwas, das wurzelt. Aber das Beten gehörte ihr. Noch. Die 3 Jahre zogen durch wie Jahreszeiten, die man von innen eines Fensters betrachtet. Winter. Der Apfelbaum als kahles Skelett, die Äste schwarz gegen den Schnee. Frühling. Er blühte. Ein Weiß, das nichts wusste von dem, was unter ihm verhandelt worden war. Sommer. Früchte, die sie von Hand abnahm und in Körbe legte. Herbst. Das Laub, das fiel. Einmal im 2. Winter trat sie zum Baum hinaus und legte die Handfläche an die Rinde. Die Borke war rau und kalt, in Schichten, als hätte die Zeit sich in die Oberfläche eingeschrieben. Sie ließ die Hand dort. Ihre Mutter hatte diesen Baum gepflanzt in dem Jahr, als sie zur Welt kam. Das hatte ihr die Mutter einmal gesagt, in einem der letzten Herbste vor dem langen Fieberwinter. Ich pflanze etwas für dich, das nach mir noch da sein wird. Der Frost zeichnete ihren Atem in die Luft, die Rinde kalt unter der Handfläche. Sie dachte nicht daran, dass hinter diesem Baum ein Versprechen stand, das ihr Vater einem Fremden gegeben hatte. Als nun die Zeit herum war, ein Satz wie eine Tür, die sich schließt. 3 Jahre, die man in einem Herzschlag zusammenfalten kann. Er kam vor Sonnenaufgang, noch dunkel draußen, die Kälte des frühen Morgens tief in den Holzdielen, das Haus stumm um sie herum. Sie war seit Stunden wach, weil der Körper manchmal weiß, was der Verstand noch nicht formiert hat. Sie hatte sich gewaschen, die Hände, die Arme, das Gesicht. Sorgfältig, mit dem kalten Wasser aus dem Eimer, das Tuch scharf gegen die Haut. Dann hatte sie mit Kreide einen Kreis um sich gezogen auf dem Küchenboden. Die Kreide glatt und kalt zwischen ihren Fingern. Sie stand in der Mitte und wartete. Die Tür öffnete sich. Er trat ein wie jemand, der erwartet, willkommen zu sein. Das war das Erschreckende. Nicht der Anblick, nicht die Stimme, die es noch nicht gegeben hatte. Die Selbstverständlichkeit, mit der er eintrat. Die Ruhe eines Mannes, der alles bereits bezahlt hat und nur noch abholen kommt. Dann der Kreidekreis. Er blieb stehen. Sein Blick glitt von ihr weg zum Vater. Der Vater stand am Rand des Raumes, die Schultern hochgezogen, den Kopf zwischen den Schultern, kleiner als er je ausgesehen hatte. Er sah den Fremden an wie jemand, der gehofft hatte, dass die Schuldentür nicht aufgeht und der es die ganze Zeit gewusst hat. Der Fremde sprach zum Vater, die Stimme, sachlich, ohne Zorn, die Stimme eines Mannes, der Verträge kennt und ihre Bedingungen. »Tu ihr das Wasser weg«, sagte er. »Tue ihr das Waschen weg.« Der Vater sah nicht zu ihr hin. Er nahm den Eimer, er trug ihn aus der Küche. Das Geräusch seiner Schritte, die Tür. Das Geräusch von jemandem, der eine kleine Handlung vollzieht und dabei weiß, was sie bedeutet und es trotzdem tut. Sie stand im Kreidekreis. Der Fremde wartete. Den ganzen Tag. Vom Grau des frühen Morgens bis in die ausklingende Nachmittagsstille. Mit der Geduld von etwas,
das nicht versteht, was Eile sein soll. Das Licht wanderte über den Küchenboden, schmale Balken durch die Fensterläden, langsam, von rechts nach links. Die Kälte des Steinbodens durch die dünnen Sohlen, die Kreide unter ihr, das Schweigen des Hauses. Er rührte sich nicht, stand und wartete. Gegen Abend ging er, ohne Wort, ohne Drohung, einfach weg. Die Nacht, sie betete. Die Hände vor dem Gesicht gefaltet, die Knie auf dem Holz. Was sie betete, nahm der Wind. Kein Wort blieb hängen. Nur das Beten selbst. Die aufrichtige Not, das vollständige Angewiesensein, das ein Zustand ist und keine Frömmigkeit. Er kam am nächsten Morgen wieder. Wieder Dunkelheit vor Sonnenaufgang. Wieder der Kreidekreis. Diesmal kein Wasser mehr zum Waschen. Der Vater hatte es so weit weggestellt, dass sie es nicht erreichen konnte. Die Hände lagen in ihrem Schoß. Das Weinen kam nicht als Drama. Es kam aus dem tiefen Ort, wo Erschöpfung und Gebet dasselbe werden. Kein Schluchzen, kein Schrei, nur die Tränen, die auf die gefalteten Hände fielen, eine nach der anderen, warm auf der Haut, wärmer als das Wasser hätte sein können. Er stand am Rand des Kreidekreises. Er konnte nicht näher. Die Tränen, die auf die Hände fielen, waren sein Scheitern, und er wusste es. Sein Blick glitt zum Vater. »Die Hände«, sagte er, »die Hände müssen weg.« Der Vater stand und hörte und machte sich noch kleiner. Er kam zu ihr. Das war das Schlimmste daran. Nicht, was er tat, sondern wie er es ankündigte. Er stand in der Tür ihrer Kammer und sah sie an. Und das war das erste Mal seit Wochen, dass er sie wirklich ansah. Die Augen eines alten Mannes, dem etwas Schreckliches gelungen ist, das er nun bezahlen muss. Und dem das Bezahlen schlimmer vorkommt als das Schreckliche. Er erklärte ihr die Lage, sachlich, ruhig, als wäre das ein Problem, das sich gemeinsam lösen ließ, wenn man es nur klar genug beschrieb. Der Fremde im Wald, der Pakt, was gefordert wurde, dass er keine Wahl habe, dass es ihn, und hier brach seine Stimme, ein einzelner Bruch, den er sofort wieder schloss, dass es ihm unsäglich leid tue. Dann bat er sie um Erlaubnis. »Hilf mir doch in meiner Not«, sagte er. Er sah auf seine Hände, als er fragte, die breiten Müllerhände mit dem eingetragenen Mehl in den Rillen. Er konnte sie immer noch nicht ansehen. Das war das Unerträglichste, dass er fragte. Als wäre ihre Einwilligung etwas, das die Tat kleiner machte. Als wäre sie, wenn sie Ja sagte, weniger das Opfer. Sie schwieg einen Moment, ein langer Moment, in dem das Haus die Stille hielt, als hätte auch das Haus gewartet. Dann: »Lieber Vater, macht mit mir, was ihr wollt. Ich bin euer Kind.« Sie sagte es ohne Zittern, ohne Anklage. Die Stimme so ruhig, dass es keine Ruhe war, sondern etwas Tieferes. Das Loslassen von allem, was man nicht halten kann. Sie legte beide Hände auf den Tisch, die Handflächen nach oben, die Finger leicht geöffnet. Was danach geschah, geschah in Stille. Keine Dramatik, kein Aufruhr. Es geschah mit einer furchtbaren Ordentlichkeit, die schlimmer war als jedes Chaos. Das Holz des Tisches unter den Handflächen, glatt und abgenutzt von Jahren. Der Geruch der Küche, Mehl und altes Feuer. Der Vater, der das Gesicht abwandte und nicht aufhörte, es abzuwenden. Und dann war es vorbei. Die Stümpfe. Sie sah auf sie herunter. Der Schmerz noch nicht. Der Körper weiß Bescheid, bevor die Empfindung kommt. Nur das Bild, das die Augen aufnahmen. Das Rote, die abrupte Richtigkeit des Endes, wo etwas gewesen war. Das Weinen kam ohne Entscheidung.
Nicht das Weinen der Verzweiflung, das Tiefere, das kommt, wenn der Körper ausdrückt, was die Sprache nicht kann. Die Tränen fielen auf die Stümpfe, auf das Fleisch, das frisch und wund war, und die Tränen waren warm, wärmer als alles andere in diesem Raum. Er kam das 3. Mal. Er stand am Tor und wartete. Sein Blick glitt zur Tochter, zu dem Reinen, das die Tränen hinterlassen hatten, und er verstand. Er wandte sich ab. Kein letzter Ausruf, keine Drohung. Er ging, weil er von ihr nichts bekommen hatte und nichts mehr wollte. Vorerst. Das Reine, das ihn aufgehalten hatte, folgte ihr. Das wusste er. Das Mädchen stand am Tisch. Die Stümpfe, die Tränen, der leere Raum, wo der Fremde gestanden hatte. Der Vater kam zu ihr und bot an, sie zu versorgen. Er sagte es mit leeren Händen, die breiten Müllerhände ausgestreckt, die Handflächen nach oben, als wollte er ihr etwas geben, das er nicht hatte. Er würde ihr das Köstlichste kaufen. Sie würde es gut haben. Sie würde bleiben und er würde tun, was er konnte, um zu bezahlen, was nicht zu bezahlen war. Sie ließ ihn zu Ende sprechen. Dann sagte sie: Die mitleidigen Menschen werden mir schon mehr geben, als ich brauche. Ich will lieber fortgehen. Es war keine Bitterkeit darin. Er hörte danach, sie wusste das. Jeder hätte danach gehört. Aber da war keine. Was darin war? Das stille, endgültige Wissen, dass dieser Ort durchtränkt war von dem, was hier geschehen war, und dass kein Reichtum das würde auswaschen können. Man kann nicht neu werden an einem Ort, der die alte Geschichte in jedem Ritz der Dielen trägt. Sie bat ihn, ihre Arme auf den Rücken zu binden. Er tat es. Seine Hände zitterten dabei. Er band die Arme, die Stümpfe auf dem Rücken, ein Tuch um sie gewickelt, und seine Finger machten die Knoten so fest wie nötig und keinen Knoten mehr. Er wusste, was er tat. Er verschnürte das, was ihm fehlte, am Körper des Menschen, dem er es genommen hatte. Sie ließ es geschehen. Mit dem ersten Licht des Morgens stand sie in dem Hof, den sie ihr Leben lang gefegt hatte. Das Pflaster kannte sie, jeden Stein, jeden Riss. Die Stelle am westlichen Ende, wo sich das Kopfsteinpflaster in ihren 2. Kindheitssommer gelockert hatte und nie ganz wieder gerichtet worden war. Der Apfelbaum stand im Morgenlicht. Sie sah ihn an. Die kahlen Herbstäste gegen den hellen Himmel, die Rinde im frühen Licht grau und still. Kein Wort, kein Abschied von ihm, nur das Ansehen, das Nehmen dieses Bildes, das Weiß, das er im Frühling trug, das, was ihre Mutter gepflanzt hatte, das, was ihr Vater weggegeben hatte, ohne es zu wissen. Dann wandte sie sich ab und ging, mit gebundenen Armen. Den Schritt aufrecht, nicht weil aufrecht stehen leicht war, sondern weil der Körper manchmal weiß, was der Verstand noch nicht benennt. Dass das, was bleibt, wenn alles weggenommen ist, noch immer gehen kann. Hinter ihr der Vater in der Tür. Die leeren Hände, die er ausgestreckt hatte und die jetzt herunterhingen. Die vollen Kisten im Keller. Er ließ sie gehen. Den ganzen Tag gegangen. Die Sonne über ihr, dann seitwärts, dann sinkend. Die Füße auf Erd- und Steinwegen, die sie nie gegangen war. Die Arme auf dem Rücken gebunden, der Körper sich durch diesen fremden Schwerpunkt bewegend, ein wenig vorgeneigt, die Schultern angespannt. Der Hunger hörte irgendwann auf, Hunger zu sein. Er wurde zu etwas Ruhigerem, dem Wissen, dass der Körper weiterging, egal. Nacht. Der Garten lag hinter Wasser, ein Graben, breit genug, dass man nicht einfach hindurchsprang, schmal genug, dass man sah, was dahinter war. Bäume in Reihen, schwer von etwas, das im Mondlicht wie Laternen hing. Der Geruch kam über das Wasser. Birnen, reif, schwer, süß, scharf. Der Geruch von etwas, das auf Essen wartet.
Der leere Magen reagierte sofort, unkontrolliert, der Körper vor dem Verstand. Sie stand am Rand des Grabens. Keine Hände, kein Geld, keine Erlaubnis. Sie kniete. Auf dem nackten Boden am Rand des Wassers, die Knie auf feuchter Erde, der Kopf gesenkt. Was sie betete, nahm der Wind, kein Wort blieb für den Erzähler. Nur das Beten selbst, die aufrichtige Not, das vollständige Angewiesensein. Das Wasser wurde still. Nicht wie Wasser still wird, wenn der Wind aufhört. Die andere Stille, die Schleuse, die die ganze Zeit den Graben gespeist hatte, schloss sich. Das Rauschen verstummte. Der Spiegel des Grabens lag glatt wie Glas im Mondlicht. Sie stand auf, trat hinüber. Das Gras des Gartens unter ihren Füßen, feucht, weich, kalt durch die dünnen Sohlen. Die Birnen hingen auf Höhe ihres Mundes. Die erste. Sie näherte sich ihr mit dem Gesicht, die Zähne suchten durch die Schale. Der Biss. Der Saft, warm und süß, der an der Innenseite der Wange hinunterlief. Der Geruch des geöffneten Fruchtfleisches, schwerer als das Gras um sie herum, wärmer, satt. Der Gärtner sah das alles. Er stand im Schatten der Hecke und rührte sich nicht, weil neben ihr der Engel stand, weiß gekleidet im Mondlicht. Und er schwieg, weil er ein Geist zu sehen glaubte, und Geister berührt man nicht. Sie legte sich im Gebüsch nieder, nicht aus Scham, aus Erschöpfung, der blanken Erschöpfung eines Körpers, der den ganzen Tag gegangen ist und der nichts mehr hat als den nächsten Morgen. Das Gras unter ihr nass vom Tau, der Geruch von Erde und feuchtem Herbstlaub. Irgendwo in den Bäumen das Rauschen einer kleinen Bewegung, ein Tier, das nachts seinen Weg geht. Dann Stille. Die zweite Nacht. Der König wartete im Garten mit dem Priester und dem Gärtner und dem Licht einer Laterne, die der Wind nicht blies. Am Morgen hatte der Gärtner erzählt, die handlose Gestalt, der Engel, das stille Wasser. Der König hatte zugehört und dann gesagt, ich komme heute Nacht mit. Sie kam, wie sie gekommen war, aus der Dunkelheit des Waldes, auf dem Gartenweg, die Arme auf dem Rücken gebunden, der Schritt ruhig. Der Priester trat vor. »Bist du von Gott oder von der Welt?« fragte er. »Geist oder Mensch?« Sie blieb stehen. Das Licht der Laterne fiel auf ihr Gesicht. »Ich bin kein Geist«, sagte sie, »sondern ein armer Mensch, von allen verlassen, nur von Gott nicht.« Der König hörte das. Er stand hinter dem Priester, und in diesem Satz lag etwas, das er sein Leben lang gesucht hatte. Jemanden, der nichts von ihm wollte. Die Höflinge wollten immer etwas. Die Menschen, die zu ihm kamen, kamen wegen seiner Macht, seines Urteils, seiner Nähe. Diese Frau hier stand im Licht der Laterne und wollte eine Birne. Das war alles. Er ließ seine Hände sinken. Er trat einen Schritt vor. »Wenn du von aller Welt verlassen bist«, sagte er, »will ich dich nicht verlassen.« Er sagte es schlicht. Kein Versprechen mit großen Worten. Die Aussage eines Mannes, der weiß, was es bedeutet, jemanden zu verlieren. Sie kam mit ins Schloss. Die Silberschmiede arbeiteten 3 Tage. Die silbernen Hände, fein gearbeitet, die Finger beweglich, die Oberfläche poliert. Er ließ sie ihr anlegen mit der Behutsamkeit von jemandem, der versteht, dass das hier kein Ersatz ist. Nur das Schönste, das er tun konnte. Sie nahm sie entgegen. Die silbernen Finger schlossen sich. Sie öffneten sich. Die Schüssel auf dem Tisch stand gleich weit weg. Sie bewegte die Hand. Das Metall glänzte im Kerzenlicht, makellos und kalt. Und die Schüssel war aus Ton,
und sie konnte sie greifen und heben und tragen. Das konnte sie. Das war alles, was sie von diesen Händen verlangen konnte, und das war die Wahrheit, die sie für sich behielt. Manchmal, wenn sie allein war, legte sie eine silberne Hand auf die andere, wartete, als ob Wärme kommen könnte, wenn man nur lang genug wartet. Sie kam nicht. Die Hochzeit. Ein Frühlingsmorgen, die Schlossgänge noch kalt, das Licht schräg durch hohe Fenster. Er sah sie an, sie sah ihn an. Das Schweigen zwischen ihnen war kein leeres Schweigen. Beide wussten, das hier war ein Anfang. Ob ein guter, das lag vor ihnen. Der König ritt in den Krieg, kurz nach der Hochzeit, weil Könige in den Krieg ritten und weil es keinen besseren Zeitpunkt gab und keinen guten. Er gab seiner Mutter eine Weisung. Was auch immer geschieht, sorgt gut für meine Frau. Die Königinmutter nickte. Sie war eine Frau von wenigen Worten und vielen Handlungen, und das Nicken bedeutete, ich verspreche es. Das hielt sie. Das Kind kam in einem Sommer zur Welt, ein Sohn. Die Königin lag erschöpft in den Kissen, die silbernen Hände auf der Decke und hielt den Jungen an die Brust, das Metall kalt gegen seine warme Wange. Er zuckte, das winzige Zucken der Neugeborenen wich dem kalt aus. Sie zog die Hände zurück, hielt ihn an die Brust, das Tuch zwischen dem Metall und seinem Gesicht. So. Die Königinmutter schrieb dem König die frohe Nachricht. Der Bote ritt. Gegen Mitternacht ein Bach, das Wasser rauschend, flach, das Mondlicht darauf wie Silberflitter. Das Pferd hielt an, senkte den Kopf, der Bote stieg ab. Nur einen Moment, die Beine kurz ruhen lassen. Er schlief. Der Fremde kam in der Nacht. Er hatte nie aufgehört, nah zu sein, nur gewartet, bis der rechte Moment sich bot. Ruhig, ohne Geräusch, mit der Sicherheit von jemandem, dem Zeit nichts bedeutet. Den Brief aus der Tasche des Schlafenden. Er öffnete ihn, las ihn einmal, dann noch einmal, langsam, als bereitete ihm das Glück, das er gerade vernichten würde, eine besondere Genauigkeit. Dann schrieb er einen anderen, faltete ihn, versiegelte ihn. Den Boten ließ er schlafen. Der König erhielt, die Königin habe ein Kind zur Welt gebracht, das halb Tier und halb Mensch war. Er erschrak, tief, kurz. Dann schrieb er zurück, kümmert euch gut um sie, was auch immer das Kind ist, ich komme zurück. Der Bote schlief am Bach. Der Brief, den die Königinmutter erhielt, tötet die Königin. Behaltet Zunge und Augen als Beweis. Sie saß lange mit dem Brief. Dann legte sie ihn auf den Tisch, nahm ihn wieder auf und las ihn ein zweites Mal, langsam, als könnten die Worte sich ändern, wenn man ihnen Zeit ließ. Sie taten es nicht. Sie stand auf. Ihr Signal. Ein letzter Brief an den König. Ob er sicher sei. Ob dieser Befehl wirklich von ihm komme. Der Brief, der zurückkam, sagte, jawohl. Und diesmal tötet sie. Behaltet Beweise. Die Königinmutter ließ eine Hirschkuh schlachten. Die Augen, die Zunge, sie legte sie weg, präzise, ohne Drama. Dann kam sie zur Königin. Mein Kind, sagte sie, ich kann dich nicht am Leben lassen nach dem Befehl meines Sohnes. Aber ich glaube ihm nicht, dass er das meint. Geh mit deinem Kind in die weite Welt hinein. Komm nie wieder zurück. Sie weinte dabei. Die Tränen liefen und sie ließ sie laufen. Der Sohn auf dem Rücken der Königin in einem Tuch gebunden. Die silbernen Hände trugen sein Gewicht. Sie konnte sein Gesicht nicht sehen, wenn sie vorwärts ging. Die Königinmutter stand in der Tür. Geh, sagte sie noch einmal. Gott schütze euch. Die Königin fragte nicht, ob Hoffnung bestand. Sie fragte nicht nach dem König, ob er zurückkehren würde, ob er suchen würde. Sie stand auf und ging,
das Kind auf dem Rücken, in den Abend hinein, weil dies das Einzige war, das jetzt noch zu tun war. Das zweite Exil. Diesmal kein Kreidekreis. Diesmal in einen Wald, der keine Fragen stellt. Der Engel führte sie. Nicht immer sichtbar, oder doch, vielleicht, für einen Moment am Waldrand. Eine Helligkeit zwischen den Bäumen, die nicht von der Sonne stammte. Sie folgte dem Weg, der vor ihr lag, und der Weg brachte sie tiefer in den Wald, immer weiter. Und dann das Haus. Klein, weiß, die Mauern sauber, als ob jemand sie regelmäßig tünchte. Ein Garten, der gepflegt war, ohne dass man sah, wer ihn pflegte. Über der Tür in das Holz eingeschnitten: Hier wohnt jeder frei. Eine weiße Jungfrau öffnete die Tür. »Königin«, sagte sie, »kommt herein.« Das Feuer brannte im Kamin, Kiefernholz, der Rauch süßlich und warm. Ein Tisch, ein Bett, ein Ort, der das Nötige hatte und nichts Überflüssiges. Den Sohn nahm sie vom Rücken, die silbernen Hände ungeschickt unter dem Tuchknoten, und hielt ihn vor sich. Den kleinen, warmen, schlafenden Körper. Die silbernen Hände darunter, kalt und glatt. Und das Kind wachte auf und sah sie an. Sie nannte ihn schmerzenreich, nicht aus Bitterkeit. Er war aus ihrem Schmerz geboren worden, in einem Jahr schwerer als alle Jahre davor. Das war die Wahrheit, und sie betrügte ihn nicht mit einem fröhlichen Namen, der diese Wahrheit versteckte. Er hieß, was war. Das war ihre Art von Liebe. Die Jahre, 4 Jahreszeiten, 7 Mal. Der Wald im Winter, der Schnee, der das Haus einpackte. Im Frühling schmerzenreich, der zum ersten Mal Blumen kannte und danach griff, mit der Ungeschicklichkeit aller Kinder, die etwas das erste Mal berühren. Sommer, die Wärme, die das Haus warm machte, ohne dass das Feuer brannte. Herbst, Pilze, nasses Laub, schmerzenreich, der lernte, die Waldwege auswendig zu kennen und der eines Abends herauskam und sagte: »Ich kenne das von dem Baum.« Und sie fragte: »Welchen?« Und er wusste es nicht mehr, nur, dass er ihn kannte. Sie lebten, nicht überlebten, nicht warteten, lebten. Und dann, der Morgen im 3. oder 4. Jahr, sie wusste nie genau welches, an dem sie nach einer Schüssel griff, die auf dem Tisch stand. Ton, rau, die Glasur an einer Seite abgeblättert. Sie griff danach. Die Finger schlossen sich um sie. Echte Finger, Fleisch, warm, die Rillen der Handfläche, die Unebenheit des Tons unter den Fingerkuppen. Die Kälte des Morgens auf der Haut. Sie blieb stehen. Die silbernen Hände lagen auf dem Tisch. Sie hatte nicht gemerkt, wann es begonnen hatte. Irgendwann in den vergangenen Monaten, oder war schon das vergangene Jahr, hatten die silbernen Hände angefangen, sich anders anzufühlen. Locker. Wie etwas, das man nicht mehr braucht und das trotzdem noch da ist, weil man noch nicht wusste, wohin damit. Sie stand mit der Schüssel in den echten Händen und spürte das Gewicht des Tons. Das Gewicht, die Temperatur, die Textur der abgeblätterten Glasur unter dem Daumen. Das alles auf einmal. Schmerzenreich schlief noch. Sie legte die Schüssel ab, hob ihn auf, die echten Arme um seinen schlafenden Körper, zum ersten Mal ohne das Kalt des Metalls zwischen ihr und ihm. Er bewegte sich im Schlaf, ein unbewusstes Eindrücken in die Wärme. Sie hielt ihn und wartete. Kein Ausruf, kein Weinen, nur das Halten. Später rief sie ihn bei seinem Namen, schmerzenreich, das Wort in ihrem Mund. Dasselbe Wort, das sie ihm gegeben hatte, als er noch so klein war, dass sie ihn in einem Arm tragen konnte. Es stimmte noch. Aber es klang anders,
wie eine Geschichte, die erzählt worden ist und die jetzt noch nicht fertig ist. Bald. Die silbernen Hände lagen auf dem Tisch. Sie ließ sie liegen, hob sie nicht auf, ging zum Fenster. Der Wald draußen, das Morgenlicht zwischen den Bäumen. Ihre Hände auf dem Fensterbrett, die Kälte des Holzes in die Fingerkuppen, warm und dann vertraut. Das war das Wunder. So klein und so vollständig, dass es keinen anderen Namen brauchte. Der König kam nach 7 Jahren. Er ritt in den Wald, weil er immer geritten war. Seit dem Tag seiner Rückkehr, die leere Kammer, die gefälschten Briefe, die Wahrheit seiner Mutter, hatte er nicht aufgehört zu suchen. Die Worte, sie sind lebend verschwunden, ich habe sie nicht getötet. Wie ein offener Schnitt, den das Suchen nicht schließen, nur beschäftigen konnte. 7 Jahre. Er war nicht mehr der König, der Birnen aus Silber hatte fertigen lassen und Versprechen aus einem Satz. Er war ein Mann mit eingefallenen Schultern und Staub auf dem Mantel und Augen, die schauten, weil Aufhören nicht in Frage kam. Er hatte angefangen mit Kraft, dann mit Willen. Jetzt ging er, weil das alles war, was ihm noch blieb. Der Engel führte ihn. Auf verschlungenen Waldwegen, zwischen Bäumen, die er nicht kannte, zu einem Haus, das er nie gesehen hatte. Er trat ein. Das Feuer brannte, das Haus war warm. Er war so erschöpft, dass die Erschöpfung aufgehört hatte zu schmerzen. Er legte sich auf ein Bett, das dort stand. Er fragte sich nicht warum. Ein Tuch fiel über sein Gesicht, weiß und leicht, der Geruch von Holz und Bienenwachs, und er schlief. Der Engel ging zur Königin. Sie stand am Fenster. Das Geräusch des Pferdes hatte sie gehört. Sie hörte alles, nach 7 Jahren in einem Haus, das nur eigene Geräusche kannte. Sie stand und sah nicht hinaus. »Das ist dein Mann«, sagte der Engel. Sie wandte sich um. In der Kammer die Gestalt auf dem Bett, das Tuch über dem Gesicht. Dann rief sie nach, schmerzenreich. Er trat ein, 7 Jahre alt, schmal und dunkel und schnell auf den Beinen. Er sah den schlafenden Mann. »Heb das Tuch auf«, sagte sie, »und wenn es runtergleitet, leg es ihm wieder aufs Gesicht.« Schmerzenreich trat heran. Er hob das Tuch auf, legte es ab. »Ich habe keinen Vater auf der Welt«, sagte er, »nur im Himmel. Der da ist ein fremder Mensch, der ist nicht mein Vater.« Der König hörte die Stimme, er erwachte. Das Tuch glitt, er hob es nicht auf, öffnete die Augen, und das Erste, was er sah, war der Junge. Ein Kind, das ihn ansah mit einer Ruhe, die zu alt war für sein Gesicht. Die Ruhe von jemandem, der gelernt hat, ohne zu warten. Er setzte sich auf. »Wer bist du?« fragte er die Frau in der Tür. »Ich bin deine Frau«, sagte sie, »und das ist dein Sohn.« Er sah auf ihre Hände. Lebendig. Die Finger, die sich bewegten. Die Wärme, die man sah an der Art, wie das Licht auf menschlicher Haut liegt und nicht auf Metall. »Meine Frau hatte silberne Hände«, sagte er langsam. »Die natürlichen Hände hat mir Gott wiedergegeben«, sagte sie. Er stand auf. Der Engel trat in die Kammer und holte die silbernen Hände aus der Schublade, wo sie lagen, und brachte sie dem König. Er nahm sie, hielt sie. Kalt in der Handfläche, leicht, die Finger beweglich. Dann sah er von den silbernen Händen zu ihr, zu den lebenden Händen, die ruhig an ihrer Seite hingen, dann zurück zu den silbernen. »Ein schwerer Stein ist von meinem Herzen gefallen«, sagte er. Mehr nicht. Er sagte es nicht laut. Er sagte es so, wie man Dinge sagt, die wahr sind und die keine Ausschmückung brauchen. Ruhig, ohne Ausruf, mit der Stille von jemandem,
der 7 Jahre lang gegangen ist und nicht geglaubt hat, dass er ankommen würde. Schmerzenreich stand neben seiner Mutter. Er kannte diesen Mann nicht. Der Mann kannte ihn nicht. 7 Jahre sind eine Länge, und Längen lassen sich nicht weglächeln. Man beginnt neu, langsam, oder man beginnt gar nicht. Der König streckte die Hand aus. Keine leere Hand, keine Bitte, nur die Hand. Und der Junge sah auf sie und dann auf seine Mutter, und die Mutter sah ihn an. Er griff nach der Hand seines Vaters, der Finger des Kindes in der Hand des Mannes. Warm, klein, lebendig. Der König schloss die Finger darum, vorsichtig, mit der Vorsicht von jemandem, der etwas hält, das er noch nicht kennt und das er nicht zerdrücken will. Die zweite Hochzeit war im Frühling, frischer als der erste. Das Haus im Wald stand noch. Die silbernen Hände lagen in der Schublade der kleinen Kammer. Niemand sprach von ihnen, niemand warf sie fort. Sie waren da, wie alles bleibt, das man durchgestanden hat. Kalt und makellos und schön und nicht mehr nötig. Das Haus, das auf sie wartet. Wenn dich diese Geschichte berührt hat, dann bist du genau richtig hier. Regelmäßig erwacht ein neues Märchen zum Leben. Neue Stimmen, neue Welten. Abonniere diesen Kanal, damit du keines davon verpasst. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Geschichte gefallen hätte, teil sie mit ihm. Manche Geschichten sind zu schön, um sie alleine zu hören,